Im digitalen Modellieren sind die Abläufe eigentlich sehr ähnlich, man muss nur wissen, wo sich im jeweiligen Programm die Befehle befinden. Ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Als erstes skaliere ich hier unten den Sockel ein bisschen größer, damit die Skulptur sozusagen auf einer flachen Platte steht. Dann nehme ich den Solidify Modifier und trage die 4 mm Schichtdicke auf, die das Silikon dann haben soll. Dadurch entstehen allerdings etliche Fehler und Überschneidungen im Inneren, die wir für die spätere Nachbearbeitung auf jeden Fall loswerden müssen. Das geht sehr gut im Edit-Modus mit dem Circle Select Werkzeug, in dem man alle außenliegenden Flächen auswählt und dann durch Auswahl invertieren oder separieren die innenliegenden überschnittenen Flächen löschen kann. Das kommt alles weg, das bleibt übrig. Ist allerdings jetzt noch ein bisschen löchrig, also noch nicht perfekt, und deswegen packen wir einen Remesh Modifier drauf in einer entsprechenden Auflösung und damit können wir jetzt gut weiterarbeiten. Und zwar nehmen wir im Sculpt-Modus das Fill-Werkzeug mit Dynamic Topology und füllen damit jetzt alle Hinterschneidungen. Man sollte allerdings nicht zu früh mit einem Smooth-Werkzeug oder so drüber gehen, da ja die 4 mm Schichtdicke an den höher liegenden Stellen nicht unterschritten werden sollte. Aber ganz am Ende, wenn man soweit fertig ist, wird natürlich alles schön geglättet. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, warum Dynamic Topology wichtig ist, um solche Fehlstellen tatsächlich zu reparieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Mesh danach trotzdem noch ein paar Fehler hat, zum Beispiel die Normals könnten noch ein bisschen verdreht sein oder ein paar übrig gebliebene Objekte oder Löcher, die man dann noch mit einem Remesh Modifier reparieren kann. Die Grundfläche schneide ich mir dann noch mit diesem vorbereiteten Cutter zu. Hinten für die Füße ist noch so eine kleine Aussparung übrig. Und dann wird das Ganze für die Außenfläche der Matrixform dupliziert und ein neuer Solidify Modifier drüber gelegt. Und der diesmal 3 mm Schichtdicke auftragen soll. Da das Mesh ja vorher schon gut angelegt war, sind jetzt diesmal keine Fehler drin. Und hier seht ihr die resultierenden 3 Schichten, beziehungsweise den Hohlraum und die eine Schicht der Stützkappen. Um die Trennlinie zu schaffen, erstelle ich mir einfach eine neue Ebene und werde diese im Edit-Modus ein bisschen höher auflösen. Wir können sie natürlich auch mit Subdivision Surface oder auch erst im Nachhinein höher auflösen, aber ich mache hier gleich die 30 Schnitte rein. Dann nehme ich im Sculpt-Modus das Grab-Werkzeug und ziehe sie an die benötigten Stellen. Wenn das dann alles so ist, wie man das gerne haben möchte, wird sie wieder mit einem Solidify Modifier verstärkt. Also in beide Richtungen, nach vorne und nach hinten, 3 mm Schichtdicke. Und in der Mitte verbleibt allerdings eine Beschnittebene, die dann also später genutzt wird, um die Formteile tatsächlich zu trennen. Hier seht ihr noch die Boolean-Operation, um die Kontur der Trennlinie zu schaffen, also die Außenkontur. Und wie ich hier mit dem Subdivision Surface Modifier und den Creases der jeweiligen Kanten noch bestimme, welche Ecken gerundet und welche eben gerade sein sollen. Zum Beispiel die Standfläche an der Kopfseite. Und dann werden weitere Boolean-Operationen benötigt, um die Volumen miteinander zu verbinden. Also hier die Trennlinie mit der Außenhaut der Stützkappe. Und jetzt nehme ich diese besagte Beschnittebene und extrudiere sie sozusagen nach hinten, auf das der hintere Formteil eingeschlossen ist, und wende die Slice-Operation des Spool-Tools an. Jetzt werdet ihr schon feststellen, dass ich hier ein bisschen ineffizient gearbeitet habe, weil ich eigentlich zuerst die ganze Gussform hätte fertigstellen sollen und erst danach alles in der Mitte teilen. Und so sieht dann die fertige Form aus. Jetzt geht es noch daran, Schlösser anzufertigen. Da ich dann später M4 Maschinenschrauben durchstecken möchte, erstelle ich die jeweiligen Zylinder in der Größe und positioniere sie an der gewünschten Stelle und wende dann wieder das Spool-Tool an, um diese von der Stützkappe zu subtrahieren. Dasselbe mache ich natürlich noch für die Grundplatte. Die hat außerdem noch Positionierungslöcher dann für die tatsächliche Figur, damit ich dann nicht irgendwas noch abmessen und mich eventuell irgendwie verschusseln könnte. Und zu guter Letzt kommt noch ein Angusspunkt rein, den werde ich dann später freibohren, je nachdem welche Spritze ich verwenden möchte.
Und am höchsten Punkt natürlich noch das Entlüftungsloch. Also wenn dann die Silikonmasse vom tiefsten Punkt eingespritzt wird, muss ja am höchsten Punkt irgendwo die Luft entweichen und dafür ist dieser kleine Kanal. Bei der Druckvorbereitung in Chitubox kommt es vor allem an der Basis zu Besonderheiten. Und zwar habe ich hier zum einen diese Schräge eingebaut, die einem erlaubt, das Objekt dann leichter von der Plattform runterzuhebeln. Aber viel wichtiger sind für so große, hohle Drucke diese, ich sage mal, Abflusslöcher. Die sorgen dafür, dass sich der Über- und Unterdruck beim Heben und Senken der Plattform ausgleichen kann. Also vor allem am Anfang, die flüssige Harzmenge kann entweichen und bewegt sich dann nicht mehr, wenn die Belichtung wieder einsetzt. Wenn ihr diese Löcher nicht habt, kann es dann nämlich in den unteren Ebenen, also erfahrungsgemäß bis zu 1 cm Höhe, zu sehr unsauberen Linien kommen, bis hin zur Delamination, also richtigen Spalten in den unteren Schichten, die natürlich auch den kompletten Druck ruinieren können. Nice!
Tja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass beim Testguss die Hand abgebrochen ist. Es liegt daran, dass hier eine Luftblase ist und der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass der Entlüftungssteg, den ich mit eingegossen habe, zu dünn ist. Ich kann jetzt versuchen, hier an der Hand nochmal ein kleines Stück mehr freizuschneiden und schlimmstenfalls muss ich die Form nochmal neu gießen. Ja, also, wie ihr sehen konntet, habe ich diese orange Form jetzt doch abgeschrieben, weil ich die Schnitte einfach nicht sauber setzen konnte. Durch das Umkrempeln ist das Silikon an den Stellen so verformt, dass es sich einfach schlecht abschätzen lässt und ich es mit mehreren Versuchen und erneuten Testgüssen einfach nicht besser hinbekommen habe. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt in Popelgrün einfach nochmal neu gemacht und die besagten Platzhalterstäbchen einfach ein bisschen dicker angesetzt und jetzt funktioniert das Ganze ganz ausgezeichnet. Je nachdem, wie viel Mühe man sich dann beim Zusammenpuzzeln der Gussform gibt, also während man die Gussform schließt, muss man eben diese Schnitte möglichst gut wieder zusammenschieben. Und je nachdem, wie gut man das macht, bekommt man dann entweder perfekte oder nicht ganz so gute Güsse hin. Der hier ist jetzt absolut einfach nur der Wahnsinn. Aber es ist auch der allererste. Die Gussformen werden natürlich altern und ein bisschen ausleiern. Und dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Bei der großen Gussform, wie ihr das hier so sehen könnt, also es ist eine sehr dünne Haut hier, die man dann wegschaben müsste. Aber kein Problem. Gut, ja, in dem Zustand kann man in Serie gehen. Gut, damit wäre dieses Formbauprojekt zu meiner vollen Zufriedenheit abgeschlossen. Ich bin auch überhaupt nicht unglücklich, dass ich mehrere Anläufe gebraucht habe, weil das eben einer der großen Vorteile der Matrixform ist, dass es relativ schnell geht und dass man nicht so viel Material verbraucht. Und im Falle dieser transparenten Stützkappen sah das ja wirklich einfach unglaublich befriedigend aus. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, genauso viel wie ich. Ich mache jetzt noch ein paar Abgüsse, werde die noch bemalen und mich um die Sockel kümmern. Und dann seht ihr vielleicht, wenn ihr das nächste Mal in eurem Lieblings-Richard-Wagner-Museum zu Besuch seid, eine meiner Figuren. Na dann, bis zum nächsten Mal.